Also ich muss sagen, Köln ist schon eine richtig interessante Stadt. Also hier kannst du so viele Sachen machen. Ich meine, die Stadt ist 2000 Jahre alt, von der Römer gegründet. Da ist natürlich jede Menge Geschichte hier und dort an jeder Ecke. Wenn du hier ein Loch gräbst, hast du entweder eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg oder irgendetwas von der Römer gefunden. Ne? So, das Einzige, was ich hier bemängele, ist für Senioren, da ist es jetzt hier nicht wirklich ein Überangebot. Ne? Wenn ihr mal hierher kommt und euer Portemonnaie kann sich jetzt so teure Sachen nicht erlauben, so wie bei mir das der Fall ist, dann zeige ich euch jetzt Sachen, die ihr machen könnt, die nichts kosten oder ganz, ganz wenig. Eins von den freien Sachen, das ist ein Besuch in der Flora, der Botanische Garten von Köln. Hier wachsen über 12.000 Pflanzenarten. Eintrittspreis ist 0. Englische Landschaftsjachten, italienische Renaissance oder französischer Barock. In der Flora kannst du einmal um die halbe Jachtenwelt spazieren. Am besten schlenderst du ganz gemütlich durch grüne Laubengänge vorbei an plätschernden Kaskaden, stillen Teichen, verspielten Brunnen und einer imposanten Fontäne. Vielleicht trägt dich auch ins Alpino oder in den duftenden Rosenjachten. Oh, ja. Schade, dass man keine Geruchsübertragung machen kann, weil das Röschen hier, das duftet. Und die Gewächshäuser, Ach so, Moment. Das Gewächshaus und noch 3 andere, die sind neu. Die sollten eigentlich letztes Jahr schon geöffnet haben, aber hat nicht geklappt, ne? Na, die Pflanzen sind schon drin. Die müssen sich aber erst noch an das neue Zuhause gewöhnen. Ne? Aber von Osten sind sie schon ins Jod aus. Und vielleicht nächstes Jahr, wenn ich komme, kann ich endlich ins Rinnjan. Ein paar Regeln muss man schon beachten hier. Ne? Man darf nur auf den Wegen gehen und nicht querfeldein. Macht ja auch Sinn, ne? Kannst ja nicht über die Blumenbeete trampeln, das wäre ja schade. Und Hunde dürfen nicht mitgebracht werden. Also wenn er einen Hund hat, müsst ihr den zu Hause lassen.
In der Flora geht es immer jetzt zu entdecken. Ganz egal, ob du auf botanische Schätze stehst oder einfach nur uns aufschalten willst. Es gibt immer wieder ein kleines Bänkchen hier und da kann man sich mal ausruhen oder ein bestimmtes Blümchen bewundern oder den Duft genießen. Mensch, schluck das Rösche. Also es ist wirklich schade, dass man hier keine Geruchsübertragung machen kann. Ne? Wie das Röschen da vorne. Oh, das hat geduftet. Wunderbar. Entspannung geht hier ganz von allein. Entweder du machst es dir auf einer der vielen Bänke gemütlich oder du gönnst dann Pause im Jachtenlokal der Flora. Ein kleines Päuschen geht schließlich immer. Wenn du Tiere gehen hast und die Karten für den Kölner Zoo dir zu teuer sind, dann gehst du nach Dünnwald. Und da gibt es einen Wildpark. Da kann man einen schönen Nachmittag verbringen. In den Gehegen tummeln sich Wildschweine, Hirsche und Rehe, darunter sogar weiße Hirsche. Na gut, ein weißer Hirsch, eine ganz kleine. Dann gibt es noch Wildschafe und eine gefährliche Ziege. Ein echtes Highlight sind die Wisente, die sanften Riesen des Parks. Die werden auch europäische Bisons genannt und bringen ordentlich Gewicht auf der Waage. Die Stiere können bis zu 2 Meter hoch und rund 1 Tonne schwer werden. Tja. Und dann darf man auch noch richtig mitmischen. An den Futterautomaten könnt ihr Spezialfutter ziehen und die Tiere damit anlocken und füttern. Ein Riesenspaß, nicht nur für Kinder. Der Eintritt ist natürlich frei. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Und nur weil man sich keine teure Konzertkarte kaufen kann, dann heißt es noch lange nicht, dass die schöne Live-Musik, dass du darauf verzichten musst. Hier bei dem Kunstverein Vorhof Flimmern gibt es nämlich wunderschöne kleine Konzerte, ganz umsonst. Und die finden circa einmal im Monat statt, entweder in einem kleinen Yachten oder im Wohnzimmer. Chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Die Idee hatten Eva und Rolf Kuhl mitten im Corona-Lockdown. In der kulturellen Dürre des ersten Pandemiejahres war es schnell klar, es muss jetzt passieren. Also machten die beiden aus ihrem alten Einfamilienhaus kurzerhand eine Freilichtbühne. Die Musiker und Musikerinnen spielten vom Balkon, während das Publikum, brav auf Abstand versteht sich, unge im Jade saß und lauschte.
Balkon oben, Konzertsaal unten. Fertig war der wohl charmanteste Konzertsaal von Köln. Und so entstand eine kreative Bühne, auf der Kulturschaffende bis heute kostenfrei auftreten können. Mittlerweile geht das Vorhofflimmern schon in das 5. Jahr. Das einstige Notfallformat ist inzwischen ein fester Teil der Kölner Musik- und Literaturszene geworden. Geboten wird eine bunte Mischung aus Klassik, Jazz, Chansons, World Music, Pop und Literatur. Liebevoll, besonders und immer ein bisschen anders. Nach dem Konzert wird so ja noch kochen, Wein und Wasser. Der Eintritt ist frei, aber wer mag, darf gerne was in der Hut werfen, der am Ende herumwandert und für die Musiker bestimmt ist. Das aktuelle Programm ist auf der Webseite und die habe ich unge im Doppelniveau geschrieben. Die andere Möglichkeit, sich mal schöne Musik kostenlos anzuhören, das ist, wenn man in die Philharmonie geht. Ja, ich weiß. Ihr denkt jetzt, wie Philharmonie, die Karten sind viel zu teuer. Aber die haben manchmal Lunchkonzerte. Das ist wie eine öffentliche Probe. Für ganz umsonst. Da ja nicht jetzt hin. Heute spielen die Mitglieder der Orchesterakademie des WDR Symphonieorchesters. Ich bin nicht die Einzige, die die Idee hatte. Die Schlange geht um 2 Blocks. Zwei Dosen Glück passen hier rein und ich glaube, jeder Sitz wird hier genommen. Aber eine schöne Idee. Ich war so eine halbe Stunde in der Schlange und das war eine nette Unterhaltung mit der Leuten. Ja, die Jugend vom WDR Symphonieorchester hat gespielt. Das darf man natürlich alles nicht filmen und keine Fotos machen. Und dann müsste man jetzt einfach glauben, dass das ein wunderschönes Konzert war. Und sagen wir doch ehrlich, wie kann man sich Mittagspause besser verbringen als mit so einem schönen Musikkonzert? Und außerdem könnte man so uns in die Genuss, in die Philharmonie reinzujagen. Ich war nämlich noch nie hier drinnen. Schön. Es gibt auch nicht viele Museen, die Seniorentickets anbieten. Schade. Kann ganz schön in das Geld gehen. Aber wer braucht Museen, wenn in Köln ihre Feld die Street Art Hochburg ist? Hier gehst du auf kleinstem Raum, hier gehst du durch die Straße und dann siehst du von internationalen Künstlern Murals en masse und jede Menge Graffiti. Und das Beste ist, alles für umsonst zum Anschauen. Los jedet in der Hackländer Straße. Gleich 2 Hingucker war daher. Zum einen die Tüte über dem Kopf und direkt daneben der Fallen Angel.
Beide stammen vom Kölner Künstler Christian Böhmer, besser bekannt als Mr. Trash. Ein Stückchen Wigger in der Leyendeckerstraße steht das sogenannte Bunte Haus. Der niederländische Künstler Setz hat hier ordentlich Farbe in das Fädel gebracht. Ein paar Minuten Wigger treffen wir in der Venloer Straße 429 auf ein besonders berührendes Mural. Ohne dich täte ich mich nicht trauen. Ein Werk des deutschen Street Art Duos Herakut. Jetzt jedet durch die Marienstraße 90 vorbei am Hexentanz, dann runger die Lessingstraße am Ehrefeld-Mural vom Sprühkopf vorbei in die Sennefelder Straße zu einem Mural. Das ist weniger niedlich. Der Belgier RCA, der hat im Rahmen des City Leaks Festivals einen gehäuteten Hasen an die Wand gemalt. Nix für schwache Nerven. Ein paar Schritte weiter begegnen wir einem Werk, das nicht nur künstlerisch, sondern auch historisch unter der Haut geht. Das Mural zu Ehren der Edelweißpiraten, gestaltet vom Künstlerkollektiv Captain Borderline. Die Edelweißpiraten waren eine jugendliche Widerstandsgruppe gegen das Naziregime und die Hitlerjugend. Viele von ihnen wurden verhaftet, gefoltert und, wie hier in Ehrefeld, öffentlich hingerichtet. Captain Borderline hat ihnen ein kraftvolles Denkmal gesetzt. Ihre Namen erscheinen zwischen Edelweißblüten an einer Unterführung. Daneben ein Schiff, in dem die jungen Rebellen über den Faschisten thronen, mutig, stolz und frei. Direkt um der Eck wacht ein großer amerikanischer Adler über eine Herde Schafe. Surveillance of the Fittest heißt das Mural hier. Und das ist auch von Captain Borderline. Entstanden 2013 als kritische Auseinandersetzung mit dem NSA-Spionageskandal. Zu finden am Bahndamm direkt gegenüber vom Pennyparkplatz am Ehrenfeld-Jochtel. Den Abschluss mit ein ganz anderes, leiseres Bild. I Miss My Plattenbau von El Boccio. Also ich muss zugeben, ich liebe diese Murals, Graffitis, Wandmalereien. Einfach schon mit Kunst, ne? Mit so einem Krackel. Da muss einer noch viel üben. Ja, ich hoffe, euch hat das Video Köln zum Nulltarif gefallen. Und wisst ihr, was auch ganz so besonders ist? Zugfahren nicht, aber abonnieren von diesem Kanal, ganz so besonders. Zero. Gut, wir sind auch beim nächsten Mal wieder dabei. Also bis dann. Tschüss. Wenn ihr uns richtige Kölner Honig probieren wollt, dann haltet die Augen offen beim nächsten Spaziergang an der Pollerwiesen. Da gibt es nämlich an der Drehbrücke ein Automat und da ist Honig drin von den Bienen aus dem Deutzer Hafen. Seit 2 Jahren summt und brummt das hier im Deutzer Hafen. Es gibt nämlich jede Menge Bienenvölker, die sich hier vor 2 Jahren angesammelt haben. Ungefähr 500.000 Bienchen. Und die sammeln hier fleißig den Honignektar. Das Ganze wird dann noch zum Honig verarbeitet. Und da im Automat kannst du da kaufen. Ja. Ist doch super, oder? Der Automat, völlig gratis zum Angucken. Honig nicht wirklich, 59.